Stell dir vor, es ist eigentlich perfektes Fahrradwetter. Nicht zu kalt, nicht zu heiß. Dein Fahrrad steht da, die Fahrradklamotten liegen hier. Und du sitzt auf dem Sofa. Du weißt, dass dir Fahrradfahren eigentlich gut tun würde. Aber alleine loszufahren fällt gerade schwer. Und das hat einen Grund. Das Kopfkino, warum alleine fahren so schwer ist. Wenn man allein fahren will, ist man plötzlich sehr viel mit sich selbst beschäftigt. Man denkt darüber nach, wie anstrengend es werden könnte, ob man genug Energie hat oder ob man vielleicht zu langsam ist. Und dann passiert noch etwas Gemeines. Niemand wartet auf dich. Wenn du heute nicht fährst, merkt es niemand. Und genau da fängt das Verhandeln an. Vielleicht morgen, heute war ja auch ein langer Tag. Und dann kommen noch die unzähligen Ausreden dazu. Wie zum Beispiel, dass ich mich noch umziehen muss oder die Tasche nicht gepackt ist. Allein mit den Ausreden könnte man ganze Roman reinfüllen. Aber es gibt einen einfachen Weg, dieses Verhandeln abzukürzen. Die Verabredung. Gemeinsam fahren als Starthilfe. Stell dir vor, du bist zum Fahrradfahren verabredet. Und das nur, weil du einmal beiläufig in einem Gespräch erwähnt hast, dass du mit dem Fahrradfahren beginnen möchtest. Nicht mit einer schnellen Gruppe, im Trainingsverein oder so, sondern mit einer Person, die einfach mit dir Fahrrad fahren will. Und plötzlich ändert sich etwas. Du ziehst dich an, nicht weil du motiviert bist, sondern weil jemand auf dich wartet. Du steigst aufs Rad, nicht weil du perfekt vorbereitet bist, sondern weil ihr euch verabredet habt. Und während du losfährst, merkst du plötzlich, der schwerste Teil liegt bereits hinter dir. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, klingt gut, aber wen soll ich denn fragen? Klar, jemanden zu finden, der mitfährt, ist manchmal ein kleiner Aufwand, aber meistens fühlt er sich größer an, als er wirklich ist. Vielleicht ist es jemand von der Arbeit, nicht der sportlichste, sondern jemand, der auch einfach mal raus will. Oder jemand, den du eh schon von etwas anderem kennst. Spazieren gehen, Kaffee trinken, irgendwas, das nichts mit Leistung zu tun hat. Manchmal reicht auch ein kleiner Satz in einem Gespräch wie: Ich will einfach nur eine lockere Runde fahren, ohne Stress. Nicht jede Verabredung muss regelmäßig sein. Es reicht auch manchmal einfach nur ein einziges Mal miteinander zu fahren. Es geht nicht darum, den perfekten Fahrradpartner zu finden. Es geht darum, nicht allein anfangen zu müssen. Und wenn man dann zusammen losfährt, merkt man ziemlich schnell, dass es gar nicht ums Radfahren geht. Unterwegs. Warum gemeinsam fahren so gut tut. Man fährt nebeneinander her und redet über ganz normale Dinge. Über den Tag, welcher hinter einem liegt, über irgendwas, das einem gerade durch den Kopf geht. Man vergisst auf die Uhr zu schauen und merkt gar nicht, wie viel Strecke man schon geschafft hat. Und irgendwann ist man wieder zurück und denkt sich, so anstrengend war das ja gar nicht. Und genau hier passiert etwas Wichtiges. Kurzer Tipp für zwischendurch: Falls du dir unsicher bist, wie man einen Schlauch wechselt, wenn man mal einen Platten hat, dann schau dir gerne mein Video dazu an, was ich dir hier verlinke. Dort erkläre ich ganz genau, wie es geht. Und ich habe dir auch in den Kommentaren eine PDF angepinnt. Die kannst du dir runterladen, die ist komplett kostenlos. Es steht drin, welches Werkzeug du brauchst, und es ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man einen Schlauch wechselt. Wenn du das dann noch einmal geübt hast zu Hause, dann hast du auf jeden Fall viel mehr Sicherheit für unterwegs und damit auch viel mehr Spaß am Fahrradfahren. Und jetzt zurück zum Video. Wiederholung und Vertrauen. Der innere Schweinehund wird leiser. Wenn du das öfters machst, verändert sich dein Blick.
Du erinnerst dich nicht mehr an das Zögern davor, sondern an das Gefühl danach. Der innere Schweinehund ist auch noch da, aber er ist nicht mehr so laut. Und du weißt jetzt, ich komme zurecht. Und irgendwann passiert etwas Unerwartetes. Der Moment allein. Ruhe statt Widerstand. Irgendwann steigst du auf dein Rad und bist alleine. Du fährst einfach los, auch ohne eine Verabredung, weil es sich nicht mehr schwer anfühlt, sondern zur Routine geworden ist. Es fühlt sich ruhig an. Du hörst nur deinen Atem und die Reifen auf dem Boden. Gedanken kommen und ziehen wieder weiter. Radfahren ist für dich mittlerweile wie ein kleiner Mini-Urlaub für den Kopf geworden. Einordnung. Kein Entweder-Oder. Versteht mich bitte nicht falsch. Gemeinsam fahren und alleine fahren sind keine Gegensätze. Sie ergänzen sich gegenseitig. Das eine bringt dich ins Rollen, was alleine sonst eventuell zu schwer gewesen wäre. Und das andere bringt dich zu dir selbst und gibt dir wertvolle Momente, welche du sonst nicht erleben würdest. Du darfst beides nutzen, je nachdem, was du gerade brauchst. Und jetzt seid ihr dran. Wenn du gerade an dem Punkt bist, an dem allein losfahren noch zu schwer ist, dann markiere eine Person, mit der du gerne mal zusammenfahren würdest. Nicht für Leistung, sondern fürs Losfahren.